Muss ich aber doch Google Maps starten. Ja, 5 Minuten sind irgendwo Stau. Das hier, bei mir, wo ich gerade stehe. Freut mich, dass du trotzdem dabei bist. So, es geht weiter. Hört er mich? Seht ihr mich? Ach, das ist die Straße hier vor mir. Ich denke, hast du jetzt irgendwie einen Hintergrund hinter den Chat gesetzt? Nee. Nur noch den Chat eben. Dann stelle ich mal die Klimaanlage an. Und kann weitergehen. Ach, da ist der Stau, um hier rauszukommen. Das ist für mich jetzt immer doof. Ich sitze ja auf der verkehrten Seite. Da reinzukommen. Ah, ein Drive-In. Nee, ein Drive-Thru. Das ist irgendwie doof, das Google-Bild da. Ja, so ein paar Verzögerungen sind da drin, aber klappert manchmal ganz schön. Ja, jetzt haben wir wieder eine kleine Verzögerung im Bild, weil das mit dem Aufladen über den Laptop, das funktioniert nicht. War leer.
Von der Ferne kann man schon erkennen, dass es ein wenig hügeliger wird. Im Grunde genommen war es der letzte Rastplatz vor Folkestone. Auf M26 gibt es überhaupt keinen Parkplatz. M20 weiß ich jetzt gar nicht so genau. Your daily run is a heavy load, and every way you go leads to a dead end road. The world is pressing you down and you need all your grit. The best if you want, don't quit. Life is strange, lets you twist and turn. Auch das ist der Grund, wo M2 geschlossen ist. Sollen die LKWs da nicht lang. So, ich muss noch einen weiter rüber. Hier geht die Ausfahrt nämlich nach rechts weg. So wie es in Deutschland üblich ist, aber hier ja nicht, hier ist es ja anders. Irgendwelche komischen Geräusche gehört, keine Ahnung, was das war. Wie so ein Entengeschnatter. You can succeed with another try. Ja, jetzt geht es immer nur noch geradeaus, bis nach Dover. Da kommen dann in Dover selber kommen noch ein paar Kreisel, aber im Grunde genommen geht es immer geradeaus.
Ach doch, da auf der M20 war auch noch. Ja, stimmt, denn da haben wir immer Corona-Test gemacht. Ja, im Moment redet keiner mehr über Corona. In Deutschland gibt es noch so ein paar Firmen, die Masken verlangen, aber ansonsten, okay, ich selber, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, setze die Maske auf. Naja, wir sind damals, ja, so lange ist es ja noch gar nicht her, genau zu dem Rastplatz da gefahren, habe ich dann meinen Corona-Test gemacht, meine Pause gemacht und anschließend sind wir dann noch ein Stück weiter gefahren, bis es von der Helligkeit her nicht mehr ging. Ich meine mich erinnern zu können, dass das mit der Internetverbindung relativ gut war. Weiß ich allerdings nicht mehr, war das schon mit der neuen Karte oder noch mit der alten? Wahrscheinlich eher mit der alten. Dann also auch nur mit 720p. Naja, warten wir es ab. Ich hatte mir vorhin das VOD an der entscheidenden Stelle beim Übergang von der M4 zum Londoner Ring angeguckt. Also es sind da, naja, ich schätze mal so bestimmt 20 Minuten weggeschnitten. Die sind nicht mehr da. Alles, was ich da erzählt habe, ist unter den Tisch gefallen. Und der Chat hinkte dann hinterher. Der lief nämlich weiter. Das heißt, der kam dann mit einem gewaltigen Versatz hinterher. Der Andy-DJ, der kam dann erst auf der M25, also auf dem Londoner Ring. Ja, ich denke mal, das waren sogar mehr als 20 Minuten. War jedenfalls recht lang. Ich hoffe ja, dass ich dann nachher in Belgien auch irgendwo einen Parkplatz finde. Eine Fahrzeit habe ich ja noch eine ganze Menge. Wir brauchen jetzt noch eine gute Stunde bis Dover. Sehen wir das Einschiffen, wie lange das Einschiffen dauert. Naja, dann so 2,5 bis 3 Stunden Überfahrt. Ja, erst so gegen 20 Uhr in Frankreich ein. Dann aus Frankreich raus. Naja, auch noch eine Weile, also eine Stunde
Muss ich wohl rechnen, bis ich dann da irgendwo in dem Bereich bin, wo die ersten Parkplätze auftauchen. Naja. Bin ja erst um 9:30 gestartet. Nach deutscher Zeit. Das war eben kein Blitz, das war die Sonne in einer Scheibe von einem PKW, der mir entgegenkam. Er hat richtig gehend geblendet, wie so ein Blitz. Ja, ein Bus aus Gütersloh war das wohl. Ja, Marco, tue ich. Sieht gut aus, ne? Immer auf der Überholspur. Ich grüße dich. Wir sind auf dem Weg jetzt nach Dover. Ich bin also heute Morgen in Südwales gestartet, in Blackwood. Ja, nun geht's zur Fähre nach Dover. Und war schwer. Die armen Viecher. Und Marco, man gewöhnt sich sehr schnell daran und das Fahren ist eigentlich auch sehr angenehm hier in England. Oder in Großbritannien, muss ich ja sagen. Ich fahre ja nicht nur in England, wie gesagt, ich bin gestartet in Wales. Bin auch öfter mal in Schottland. Okay, Sandy. Gute Fahrt, wo immer du auch hin unterwegs bist. Ah ja, also ist das Wetter in Deutschland auch nicht schlecht. Dann lasst euch das mal schmecken. Genau das Richtige. Und ich fahre hier in der Gegend rum. Ja, auch nicht schlecht. So, wir verlassen die M26 und sind jetzt auf der M20. Die M20 kommt direkt aus London. Mach's gut, Marco. Wie gesagt, lasst euch das schmecken. Schönen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hab's jetzt zwar endlich geschafft, meinen Pullover auszuziehen, die Klimaanlage aber doch wieder an.
bislang ist ja alles recht ruhig. Zur Baustelle. War wohl nur gestern. Wir hätten eigentlich schon längst dran vorbei sein müssen. Oder war sie hier auf der M20? Marco, ich weiß nicht, ob du das jetzt noch hörst. Ich habe das eben gerade erst gelesen. Wegen der Einfädelung auf die M20. Ja, 2 Jahre geht das auch noch so. Dass ich immer nur kurz da bin. Ach, das du sowieso nicht mit, weil das Internet mal wieder weg ist. Und haben keinen Cent mehr auf der Naht. Ganz weg. Der Hausstand ist verpfändet, nur der Wermut blieb uns noch. Den haben wir uns Gottlob aufbewahrt. Und am Montagmorgen auf dem Amtsgericht, da leisten wir den Offenbarungseid. Wir schauen jeder Pleite gelassen ins Gesicht. Wir haben nichts zu pfänden, tut uns leid. Kühlschrank ist vor Hunger. Aber das unsere Bild Latte vom schon Navi läuft ja. Die Lieferanten kratzen an der Tür. Da haben wir uns heimlich im Kellerraum versteckt und trinken dort gemütlich unser Bier. Und am Montagmorgen auf dem Amtsgericht, da leisten wir den Offenbarungseid. Wir schauen jeder Pleite gelassen ins Gesicht. Wir haben nichts zu pfänden, tut uns leid. Dadurch ging das auch unter, wahrscheinlich, was ich Marco erzählt habe. Kreist schon eine Woche überm Dass Haus. es 2 Jahre lang noch so weitergeht. Grüßt uns schon per Du. Dann bin ich dann öfter zu Die Hause. Möbelpacker trugen grad den letzten Sessel raus. Nun gut, jetzt haben wir endlich unsere Ruhe. Und am Montagmorgen auf dem Amtsgericht, da leisten wir den Offenbarungseid. Wir schauen jeder Pleite gelassen ins Gesicht. Wir haben nichts zu pfänden, tut uns leid. Und am Montagmorgen auf dem Amtsgericht, da leisten wir den Offenbarungseid. Wir schauen jeder Pleite gelassen ins Gesicht. Wir haben nichts zu pfänden, tut uns leid. Wir haben nichts zu pfänden, tut uns leid. Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich es wert, dass sie hier immer wieder auf die M2 hinweisen. In Dover geht die M2 dann wieder ab, sagen wir es mal so. Daher bin ich von da aus schon gefahren.
dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo Okay, die bin. Verbindung war weg. Stört und kümmert Komplett mich weg. nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht noch dem einen oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun Das hat dann allerdings auch immer den Vorteil, dass wir dann wieder, dass der Versatz dann weg ist. Okay, geht eine ganze Menge von dem, was ich erzähle, geht dann dass nichts flöten. bleibt, Das dass ist nichts bleibt, wie es war. es. Aber Hauptsache ich bin live. Ja, Hauptsache Wenn ich bin mich live. einer fragt, Dann warum gucke ich ich so nach, bin, guck bleib ich nach ich stumm, rechts zum denn Laptop die hin und Antwort sehe da darauf fällt mir schwer. null Verbindung. Was Neues wird alt und was gestern noch galt, gilt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun ganz was anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Und dann, wenn ich drüben am Festland bin, dann erstmal Pause bis Montagmittag. Weil der Montagabend in Brüssel erwartet. Ja, nun sind sie alle wieder da, die osteuropäischen, südeuropäischen LKWs. In Wels hat man sie nicht gesehen, so gut wie nicht. Ganz selten, dass da mal einer gefahren ist. Ja, eigentlich hieß das Schild eben, alle LKWs in Richtung Fähre haben ein Überholverbot. Ja, es stammt noch aus dieser Zeit, als wir diese ewig langen Staus hatten vor der Fähre. Die standen da ja teilweise 30, 40, einmal sogar 50 Kilometer lang. Oh, deswegen sagen sie hier schon, links halten. Also es sind ja nur noch 60 Kilometer bis Dover.
Station, die da jetzt kommt, war die, wo Testzentrum war. Corona-Testzentrum. Ja, da freut sich der Spanier, dass er endlich mal so schnell fahren darf, wie er möchte, wie er kann. Aber besonders vertrauensselig sieht der Trailer, den er hat, nicht gerade aus. Der Italiener. Fahren wir nicht ganz so schnell, wo die Landschaften jetzt ein bisschen schöner werden. Ja, ich habe nicht geblinkt, deswegen ist das Ding eben angegangen. So. Das ist jetzt die Baustelle, die ich meinte. Und dann war einspurig. Hat aber einige nicht gekratzt gestern, sind auch etliche LKWs da lang gefahren. Weil die Baustelle so ewig lang ist. So. Oh, PKWs, ihr habt hier nichts zu suchen. Stand da eben. Das ist keine Baustelle, sondern eine Verkehrsregelungsanlage. Nee, doch eine Baustelle. Naja, unsere Spur geht ja einigermaßen. Die Tunnelspur nicht, ist schmaler. So, das ist Kent.
schöne Landschaft. Wir kommen auch dem Meer noch ein bisschen näher. Ich weiß aber nicht, ob wir das sehen. Was basteln sie denn hier? Ich sehe gar nichts. Oder geht das tatsächlich nur um die Grenzabfertigung? So, was gilt denn? Ja, wahrscheinlich das Schild hier auf der linken Seite. Also ich darf nur 30 fahren, beziehungsweise 50. Wollen wir es mal nicht übertreiben. Ja, ihr kriegt eh nichts mit. Jetzt ist alles dunkel. Handy ist aus. Okay. Das tut mir leid. Naja, hat sowieso keinen Zweck.